Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. An der Küste von Gujarat, wo die Wellen des Arabischen Meeres an das Land schlagen, flüstert der Wind Geschichten, die älter sind als die meisten geschriebenen Worte. Es sind Erzählungen von einer goldenen Stadt, einem Königreich, das von einem Gott erbaut und vom Ozean verschlungen wurde. Dies ist nicht nur ein Mythos, der in den ehrwürdigen Seiten des Mahabharata gefangen ist. Es ist ein archäologisches Rätsel, dessen Spuren in den salzigen Tiefen des Meeres verborgen liegen. Eine Frage, die an der Grenze zwischen Epos und Beweis schwebt. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche des Alltags verklingen. Wir begeben uns heute auf eine Reise, die uns nicht nur an die Küsten Indiens führt, sondern auch in die tiefen Gewässer der Zeit, in die Seiten eines der größten Epen der Menschheit. Unser Ziel ist eine Stadt, die halb Geschichte, halb Mythos ist. Dwarka, die legendäre Hauptstadt des Gottes Krishna. Bevor wir nach physischen Ruinen unter den Wellen suchen, müssen wir zuerst ihren Ursprung in der Dichtung verstehen. Denn Dwarka wurde zuerst nicht aus Stein, sondern aus Worten erbaut. In den heiligen Versen des Mahabharata und der Puranas finden wir die erste Erwähnung dieser wundersamen Stadt. Die Erzählung beginnt mit einem Konflikt. Krishna, der 8. Avatar des Vishnu, sieht sich gezwungen, sein angestammtes Königreich Mathura zu verlassen, um sein Volk, die Yadavas, vor den unerbittlichen Angriffen des Tyrannen Jarasandha zu schützen. Es ist ein strategischer Rückzug, ein Akt der Weisheit, nicht der Feigheit. An der westlichsten Spitze Indiens, an der Küste des heutigen Gujarat, wo das Land auf das Arabische Meer trifft, bittet Krishna den Ozeangott Samudra, ihm Land für eine neue Heimat freizugeben. Der Ozean weicht zurück und offenbart ein Stück fruchtbares Land. Hier, so heißt es, wurde Dwarka gegründet. Die Texte beschreiben nicht nur eine Zuflucht, sondern eine uneinnehmbare Festung, eine Metropole von unvorstellbarem Reichtum und architektonischer Perfektion. Sie war als Sudharmasabha bekannt, eine Stadt, die so perfekt geplant war, dass sie als himmlisch galt. Diese literarische Grundlage ist entscheidend. Sie ist die Karte, die Archäologen und Träumer gleichermaßen seit Jahrhunderten leitet. Die Verse sind voller Details, Tore, Paläste, Gärten und ein Volk, das in Wohlstand unter der Herrschaft eines Philosophenkönigs lebt. Bevor wir also in die Tiefen des Meeres hinabtauchen, müssen wir in den Tiefen dieser alten Texte verweilen. Denn hier, in der kadenzierten Poesie des Sanskrit, liegt der Bauplan für das Mysterium, das wir zu ergründen suchen. Die Frage, die uns leiten wird, ist so alt wie die Legende selbst. Ist Dwarka nur eine mächtige Allegorie, ein Symbol für ein ideales Königreich? Oder sind diese Verse die verblasste Erinnerung an eine reale, untergegangene Welt? Im Herzen der Legende von Dwarka steht eine der komplexesten und faszinierendsten Figuren der Weltreligionen: Krishna. Um die Stadt zu verstehen, müssen wir uns ihrem Gründer und König nähern. Für Hunderte von Millionen Menschen ist Krishna die höchste Gottheit, der Inbegriff des Göttlichen in menschlicher Form. Er ist der liebevolle Hirtenjunge, der verspielte Liebhaber, der weise Wagenlenker im Mahabharata, der der Welt die Bhagavad Gita schenkt. In dieser Rolle ist er allwissend, allmächtig, ein Wesen jenseits der Grenzen von Zeit und Raum. Seine Taten,
einschließlich der Erschaffung Dwarkas, sind göttliche Spiele, Leelas, die dazu bestimmt sind, die kosmische Ordnung, das Dharma, wiederherzustellen. Doch wenn wir die Schichten der Theologie und Mythologie vorsichtig abtragen, wie ein Archäologe den Sand von einer alten Inschrift bürstet, offenbart sich eine andere mögliche Dimension. Viele Historiker und Gelehrte spekulieren, dass die Figur des Krishna auf einem realen historischen Kern beruhen könnte. Vielleicht war er ein charismatischer Stammesführer des Yadava-Clans, ein brillanter Stratege und Staatsmann, der in einer turbulenten Zeit um das 1. Jahrtausend vor Christus lebte. Ein Mann von solch außergewöhnlicher Weisheit und Führungsstärke, dass seine Taten im Laufe der Jahrhunderte in den kollektiven Erinnerungen seines Volkes zu Legenden und schließlich zu heiligen Schriften wurden. Diese Perspektive entzaubert Krishna nicht, sondern verankert ihn in der menschlichen Geschichte. In diesem Licht ist die Gründung von Dwarka kein müheloser göttlicher Akt, sondern eine gewaltige menschliche Leistung. Es wäre die Tat eines visionären Anführers, der sein Volk aus einer gefährlichen Heimat in ein neues, sicheres Land führt. Der Bau einer befestigten Hafenstadt an der Küste von Saurashtra wäre ein Meisterstück der Militär- und Wirtschaftsstrategie gewesen, das den Yadavas die Kontrolle über wichtige Seehandelsrouten gesichert hätte. Diese Dualität, Gott und König, Mythos und mögliche Geschichte, ist der Schlüssel zum Mysterium von Dwarka. War die Stadt ein himmlisches Paradies, das durch einen göttlichen Willen aus dem Meer gehoben wurde? Oder war sie die stolze Hauptstadt eines sterblichen, wenn auch außergewöhnlichen Herrschers, dessen wahre Geschichte im goldenen Nebel der Vergöttlichung verloren gegangen ist? Die Antwort liegt vielleicht irgendwo dazwischen, in jenem faszinierenden Grenzbereich, in dem sich Glaube und Fakten berühren. Schließen wir nun die Augen und lassen wir die Worte der alten Texte ein Bild in unserem Geist malen. Ein Bild von Dwarka auf dem Höhepunkt ihrer mythischen Pracht. Die Puranas, insbesondere das Bhagavata Purana, sparen nicht an Superlativen, um die Herrlichkeit von Krishnas Hauptstadt zu beschreiben. Es war nicht einfach nur eine Stadt, es war ein sorgfältig komponiertes Meisterwerk, ein Juwel, das auf dem Samt des Ozeans lag. Die Legende besagt, dass die Stadt von Vishwakarma, dem göttlichen Architekten und Handwerker der Götter, entworfen wurde. Sie war auf einem streng geometrischen Gittermuster angelegt, ein Zeichen für Ordnung und Harmonie. Breite, gerade Alleen durchschnitten die Stadt und verbanden die verschiedenen Sektoren, die für Wohnen, Handel, Verwaltung und Gottesdienst vorgesehen waren. Alles hatte seinen Platz in diesem perfekten, urbanen Organismus. Die Beschreibungen sprechen von hohen Mauern, die die Stadt umgaben und sie vor Angriffen vom Land und vom Meer schützten. Diese Mauern sollen mit Edelsteinen besetzt gewesen sein, die im Sonnenlicht funkelten. Innerhalb dieser Mauern befanden sich angeblich 900.000 Paläste, erbaut aus Kristall und Silber und geschmückt mit riesigen Smaragden. Die Dächer und Tore waren aus purem Gold, weshalb Dwarka oft als die goldene Stadt bezeichnet wird. Öffentliche Gärten und Parks waren überall verstreut, gefüllt mit blühenden Bäumen und künstlichen Seen, in denen Lotusblumen schwammen. Die Luft soll vom Duft der Blüten und dem Klang von Musik erfüllt gewesen sein. Im Zentrum der Stadt erhob sich der persönliche Palast von Krishna, ein Bauwerk von unbeschreiblicher Schönheit, das alle anderen überragte. Es heißt, er habe einen Audienzsaal besessen, die Sudharma Sabha, dessen Pracht so groß war, dass sterbliche Augen sie kaum ertragen konnten.
Natürlich müssen wir diese Beschreibungen mit einem intellektuellen Filter betrachten. Sie sind poetische Übertreibungen, die dazu dienen, die Göttlichkeit Krishnas und die Größe seines Königreichs zu unterstreichen. Dennoch könnten sie, wie so oft in alten Mythen, Echos einer realen architektonischen Leistung enthalten. Die Idee einer gut geplanten Hafenstadt mit einer starken Befestigung, getrennten Zonen und einer zentralen Zitadelle ist kein reines Fantasieprodukt. Sie entspricht den Prinzipien der Stadtplanung, die wir in vielen großen Zivilisationen der Bronzezeit finden. Die Legende der Goldenen Stadt mag eine Metapher für ihren immensen Reichtum durch den Seehandel sein. Bevor wir nach Beweisen suchen, ist es wichtig, dieses Idealbild zu würdigen. Es ist das Bild einer Utopie, eines perfekten Gemeinwesens, das in Harmonie, Wohlstand und Sicherheit lebt. Ein Traum, der die Menschen seit jeher inspiriert hat. Nichts, nicht einmal eine von Göttern erbaute Stadt, währt ewig. Jede große Geschichte hat einen Anfang, eine Blütezeit und ein Ende. Und das Ende von Dwarka, wie es im Mahabharata und den Puranas erzählt wird, ist ebenso dramatisch und bedeutungsvoll wie ihre Gründung. Es ist eine Geschichte über die Zerbrechlichkeit der Zivilisation und die unaufhaltsame Kraft der Zeit. Der Untergang beginnt nicht mit einer Naturkatastrophe, sondern mit einem moralischen Verfall. Nach dem Ende des großen Kurukshetra-Krieges, in dem Krishna eine entscheidende Rolle spielte, besucht die Mutter der gefallenen Kaurava-Prinzen, Gandhari, das blutgetränkte Schlachtfeld. In ihrem unermesslichen Schmerz verflucht sie Krishna. Da er, der Gott, den Krieg nicht verhindert hat, so soll auch sein eigenes Volk, die Yadavas, sich selbst vernichten. Jahrzehnte vergehen. Dwarka floriert weiterhin, doch unter der goldenen Oberfläche beginnt der Fluch zu wirken. Arroganz, Trunkenheit und Respektlosigkeit schleichen sich in die Herzen der Yadava-Prinzen ein. Die innere Ordnung, die die Stadt einst so stark machte, zerfällt. Ein trivialer Streit bei einem Fest am Meer eskaliert zu einem blutigen Bürgerkrieg. In einem Anfall von blindem Zorn und Rausch töten sich die Yadavas gegenseitig, bis auf den letzten Mann. Krishna, der Zeuge dieser selbstzerstörerischen Raserei wird, erkennt, dass seine Mission auf Erden erfüllt ist. Er zieht sich in einen Wald zurück, um zu meditieren. Dort verwechselt ihn ein Jäger mit einem Reh und schießt ihm einen Pfeil in die Ferse, seine einzige verwundbare Stelle. Mit Krishnas Tod verlässt die göttliche Schutzmacht die Stadt. Die Erzählung erreicht ihren Höhepunkt in einem schrecklichen Finale. Krishna hatte vor seinem Tod seinen Wagenlenker angewiesen, die verbliebenen Bewohner zu evakuieren. Denn der Ozean, der einst zurückgewichen war, um Platz für die Stadt zu machen, würde sein Land nun zurückfordern. Und so geschah es. Eine gewaltige Flutwelle, ein Tsunami von apokalyptischen Ausmaßen, stieg aus dem Meer empor und verschlang die goldene Stadt. Die Paläste, die Tempel, die breiten Straßen, alles versank in den tobenden Fluten. Die Texte sagen, dass der Ozean die gesamte Stadt verschluckte, mit Ausnahme von Krishnas persönlichem Wohnsitz, der als einsamer Marker über den Wellen verblieb, bevor auch er schließlich versank. Diese Geschichte vom Untergang ist zutiefst symbolisch. Sie ist eine Warnung, dass selbst die größte materielle Zivilisation dem Untergang geweiht ist, wenn ihre moralischen und spirituellen Grundlagen erodieren. Aber sie ist auch der entscheidende Hinweis für die moderne Suche. Denn wenn eine Stadt vom Meer verschluckt wurde, dann müssen ihre Ruinen noch immer dort unten liegen, auf dem Meeresgrund, und darauf warten,
dass die Flut der Zeit sie wieder freigibt. Die Grenze zwischen Mythos und Geschichte ist oft durchlässig. Eine neblige Zone, in der Legenden atmen und Fakten schlummern. Für Jahrzehnte war Dwarka ein Ort der Poesie, ein Königreich im kollektiven Gedächtnis Indiens. Doch in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren trat ein Mann auf die Bühne, der entschlossen war, diese Grenze mit den Werkzeugen der Wissenschaft zu durchdringen. Sein Name war Dr. Shikaripura Ranganatha Rao, besser bekannt als S.R. Rao. Er war kein Träumer oder Schatzsucher, sondern einer der angesehensten Archäologen Indiens, ein Veteran der Ausgrabungen von Lothal, einem bedeutenden Hafen der Harappa-Kultur. Seine Arbeit hatte bereits bewiesen, wie weit die maritimen Traditionen Indiens in die Bronzezeit zurückreichten. Rao war ein Mann, der es gewohnt war, die Sprache von Steinen und Keramikscherben zu verstehen. Die Erzählungen des Mahabharata sah er nicht als reine Fiktion, sondern als einen Epos, der möglicherweise einen historischen Kern bewahrte. Eine Erinnerung an reale Ereignisse, die über die Jahrtausende in mythischer Sprache überliefert wurden. Seine Hypothese war kühn. Wenn Dwarka tatsächlich von den Fluten verschlungen wurde, wie es die Texte beschreiben, dann müssten seine Überreste noch immer auf dem Meeresboden vor der heutigen Stadt Dwarka in Gujarat liegen. Mit der Unterstützung der indischen Regierung und des National Institute of Oceanography rief er ein Projekt ins Leben, das damals als revolutionär galt. Die erste groß angelegte marinearchäologische Expedition Indiens. Die Herausforderungen waren immens. Die Gewässer des Arabischen Meeres sind an dieser Küste tückisch, mit starken Strömungen und schlechter Sicht. Die Technologie der Unterwasserarchäologie steckte noch in den Kinderschuhen. Es war eine Suche im Trüben, buchstäblich und metaphorisch. Rao und sein Team begannen ihre Arbeit nicht mit Tauchgängen, sondern mit sorgfältiger Lektüre der alten Texte, um mögliche Standorte einzugrenzen. Sie suchten nach einer Nadel im Heuhaufen, angetrieben von der Überzeugung, dass die Poesie der Vorfahren ein Echo der Wahrheit enthielt, das nur darauf wartete, von der modernen Wissenschaft gehört zu werden. Die Suche hatte begonnen. Bevor ein einziger Taucher das kalte Wasser des Arabischen Meeres betrat, wurde die Stille des Meeresbodens durch eine unsichtbare Kraft durchbrochen. Schallwellen. Das Forschungsschiff von S.R. Raos Team glitt langsam über die Zielgebiete, während ein Instrument an Bord unermüdlich akustische Impulse aussandte. Dieses Verfahren, bekannt als Side-Scan-Sonar, ist im Grunde eine Methode, um mit Schall zu sehen. Das Gerät sendet Fächer von Schallwellen aus, die den Meeresboden abtasten. Wenn diese Wellen auf ein Objekt treffen, werden sie zurückgeworfen. Die Zeit, die das Echo benötigt, um zurückzukehren, und die Stärke des Signals werden von einem Computer in ein Bild umgewandelt. Weicher Schlick und Sand absorbieren den Schall und erscheinen dunkel, während harte Oberflächen wie Felsen oder von Menschenhand geschaffene Strukturen den Schall stark reflektieren und als helle Flecken auf dem Bildschirm erscheinen. Tagelang lauschte das Team dem rhythmischen Puls des Sonars, ihre Augen auf die Monitore gerichtet, die langsam ein Mosaik des verborgenen Terrains zusammensetzten. Zuerst zeigten die Bilder nur die erwartete Geologie des Meeresbodens. Sandige Ebenen, durchsetzt mit natürlichen Felsformationen. Doch dann geschah es. In der Bucht von Dwarka, in einer Tiefe von 5 bis 10 Metern, begannen die Echos eine andere Geschichte zu erzählen. Auf den ansonsten amorphen Bildern tauchten klare, unmissverständliche Muster auf. Lange, gerade Linien, die sich in rechten Winkeln kreuzten.
rechteckige und quadratische Formen, die sich über Hunderte von Metern erstreckten. Es war keine zufällige Anordnung der Natur, es war Geometrie, es war die unverkennbare Signatur menschlicher Planung, ein Raster, das unter Schlick- und Meereslebewesen begraben lag. Die Aufregung an Bord muss greifbar gewesen sein, eine Mischung aus ehrfürchtigem Staunen und wissenschaftlicher Bestätigung. Die Sonarbilder waren wie die ersten schemenhaften Umrisse eines Geistes, der aus den Tiefen der Zeit aufstieg. Sie zeigten keine Details von Gebäuden, keine Tempel oder Paläste, aber sie zeigten die Grundlage von allem, den Grundriss einer Stadt. Die Legende von Dwarka hatte aufgehört, nur ein literarisches Konstrukt zu sein. Sie hatte nun eine Koordinate, eine physische Adresse auf dem Grund des Ozeans. Die Sonarbilder hatten eine Karte des Unsichtbaren gezeichnet. Nun war es an der Zeit, Menschen in diese verborgene Welt zu schicken. Die Tauchgänge in der Bucht von Dwarka waren alles andere als einfach. Die Sicht war oft auf wenige Meter beschränkt, das Wasser trüb von Sedimenten und die starken Gezeitenströmungen zerrten an den Tauchern und ihrer Ausrüstung. Es war eine mühsame, fast blinde Arbeit, die Geduld und Mut erforderte. Doch was die Taucher fanden, bestätigte die geometrischen Echos des Sonars auf die greifbarste Weise. Sie landeten nicht auf weichem Sand, sondern auf harten, flachen Oberflächen, den Überresten von Pflastersteinen und Fundamenten. Überall lagen massive, behauene Sandsteinblöcke verstreut. Viele dieser Blöcke waren keine rohen Felsbrocken, sondern zeigten klare Spuren menschlicher Bearbeitung. Sie waren sorgfältig in rechteckige Formen geschnitten, einige von ihnen von enormer Größe und Gewicht. Das bemerkenswerteste Detail war jedoch die Art ihrer Verbindung. Viele Steine wiesen L-förmige Einschnitte und Schwalbenschwanznuten auf. Diese ausgeklügelte Technik, bei der Steine wie Puzzleteile ineinandergreifen, diente dazu, Mauern und Strukturen ohne Mörtel eine immense Stabilität zu verleihen. Eine Methode, die ideal für den Bau von Hafenanlagen und seewärts gerichteten Befestigungen ist, die den unerbittlichen Kräften des Ozeans standhalten müssen. Diese Steine sprachen eine klare Sprache der Ingenieurskunst. Neben den architektonischen Fragmenten brachten die Taucher weitere Schätze ans Licht. Sie fanden steinerne Anker unterschiedlicher Form und Größe. Ein stummer Beweis für eine rege maritime Aktivität. Einige waren dreieckig mit gebohrten Löchern, andere rechteckig. Typologien, die aus anderen bronzezeitlichen Städten im östlichen Mittelmeer und im Nahen Osten bekannt sind. Und zwischen den Steinen lagen Keramikscherben. Besonders eine Art von Keramik, bekannt als Lustrous Red Ware, erregte die Aufmerksamkeit der Archäologen. Ihre feine Verarbeitung und charakteristische rote Oberfläche verband diesen unterseeischen Fundort mit bekannten protohistorischen Kulturen des indischen Festlandes. Jeder geborgene Stein, jeder Anker, jede Scherbe war ein Satz in einer lange vergessenen Geschichte. Es waren keine goldenen Götzenstatuen oder juwelenbesetzte Kronen, sondern die robusten alltäglichen Bausteine einer Zivilisation. Für S.R. Rao und sein Team war dies der endgültige Beweis. Hier lag keine geologische Anomalie, sondern die versunkene Metropole, die sie gesucht hatten. Die Steine bewiesen, dass eine Stadt existiert hatte. Die Anker zeugten von einem Hafen. Aber die alles entscheidende Frage blieb unbeantwortet. Wie alt waren diese Ruinen? War dies eine mittelalterliche Hafenstadt, die einem Sturm zum Opfer gefallen war? Oder handelte es sich tatsächlich um die legendäre Dwarka aus der Bronzezeit, der Zeit des Mahabharata-Krieges?
Um diese Frage zu beantworten, wandten sich die Wissenschaftler einer faszinierenden Methode zu, die in den Kristallen gebrannter Keramik verborgen ist. Der Thermolumineszenzdatierung, kurz TL-Datierung. Man kann sich das Innere eines Tontopfes wie eine winzige Uhr vorstellen. Während seines gesamten Daseins als Ton im Boden ist das Material einer schwachen natürlichen Strahlung aus der Umgebung ausgesetzt. Diese Energie wird in den Kristallgittern des Materials, insbesondere in Quarzkörnern, in Form von Elektronen eingefangen. Wenn der Töpfer den Ton im Ofen brennt, wird die Temperatur so hoch, dass all diese gefangenen Elektronen freigesetzt werden und entweichen. In diesem Moment wird die Uhr auf Null zurückgesetzt. Sobald die Keramik abkühlt und im Boden vergraben wird, beginnt der Prozess von Neuem. Die Kristalle beginnen wieder, Elektronen aus der Umgebungsstrahlung einzufangen und die Uhr beginnt zu ticken. Um das Alter einer Scherbe zu bestimmen, erhitzen Wissenschaftler im Labor eine Probe davon sehr schnell. Dabei wird das über Jahrtausende angesammelte Licht in einem kurzen, messbaren Blitz freigesetzt. Die Intensität dieses Lichtblitzes ist direkt proportional zur Zeit, die seit dem letzten Brennen vergangen ist. Als die Proben der Lustrous Red Ware aus Dwarka diesem Verfahren unterzogen wurden, waren die Ergebnisse elektrisierend. Die Daten deuteten auf ein Alter zwischen 1500 und 1700 vor Christus hin. Plötzlich war die Verbindung zur späten Harappa-Zeit und der traditionellen Datierung des Mahabharata nicht mehr nur eine vage Vermutung, sondern durch eine wissenschaftliche Methode gestützt. Diese Datierung war jedoch von Anfang an umstritten. Kritiker wiesen darauf hin, dass die Proben aus einem turbulenten Unterwasserkontext stammten und möglicherweise kontaminiert waren. Die TL-Datierung kann fehleranfällig sein. Dennoch war es ein entscheidender Moment. S.R. Rao hatte eine plausible chronologische Brücke zwischen den archäologischen Funden und dem Zeitalter der Epen geschlagen. Die versunkene Stadt hatte nicht nur einen Ort, sondern nun auch eine Zeit, die sie gefährlich nahe an die Ära rückte, in der Krishna selbst durch ihre goldenen Straßen gewandelt sein soll. Etwa 30 Kilometer nördlich der heutigen Stadt Dwarka, getrennt vom Festland durch einen schmalen Meeresarm, liegt eine kleine Insel, die in der Erzählung eine überragende Rolle spielt: Bet Dwarka. In den Heiligen Schriften wird sie als der ursprüngliche Wohnsitz Krishnas und seiner Familie beschrieben. Ein Ort der privaten Einkehr, abseits der geschäftigen Hauptstadt. Wenn das Dwarka auf dem Festland das administrative und zeremonielle Herz war, dann war Bet Dwarka die Seele. Die Archäologie hat sich dieser Insel mit besonderem Interesse zugewandt. Denn hier, so die Hoffnung, könnten sich intimere Spuren der Legende finden lassen. Und tatsächlich, die Funde sind bemerkenswert. Unterwassererkundungen und Ausgrabungen auf der Insel selbst haben eine Fülle von Artefakten aus der späten Harappa-Zeit zutage gefördert, die bis in das 2. Jahrtausend vor Christus zurückreichen. Man fand Keramikscherben, die dem Stil der Induskultur entsprechen, aber auch einzigartige lokale Variationen. Besonders aufschlussreich sind die Überreste einer massiven Schutzmauer aus großen Steinblöcken, die einst die Siedlung vor den Gezeiten oder vielleicht auch vor feindlichen Angriffen schützte. Ihre Konstruktion erinnert an die Beschreibungen der Befestigungsanlagen im Mahabharata. Im seichten Wasser rund um die Insel stießen die Taucher auf Steinelemente, die als Anker interpretiert werden. Dreieckige, runde und prismatische Formen. Sie zeugen von einer regen maritimen Aktivität und einem Hafen, der Schiffe aus fernen Ländern empfangen haben könnte.
Diese Anker sind nicht nur stumme Zeugen des Handels, sondern auch ein Indiz für das technologische Wissen der damaligen Seefahrer. Einer der faszinierendsten Funde ist ein Siegel aus einer Muschel, das ein dreiköpfiges Tier darstellt. Eine mythologische Kreatur, die in der vedischen Ikonographie Parallelen findet. Es ist ein kleines, aber kraftvolles Bindeglied zwischen materieller Kultur und dem Glaubenssystem, das die Epen beschreiben. Bet Dwarka ist somit mehr als nur eine weitere archäologische Stätte. Es ist ein Ort, an dem die Schichten der Zeit besonders dicht sind. Die Artefakte erzählen von einer bronzezeitlichen Kultur, die sowohl mit dem großen Indusreich verbunden war, als auch ihre eigene, ausgeprägte Identität besaß. Ob dies nun die persönliche Residenz Krishnas war oder nicht, die Insel war unzweifelhaft ein bedeutendes Zentrum, ein Leuchtfeuer an der Küste Gujarats, dessen Licht lange vor den klassischen indischen Reichen erlosch und dessen Geheimnisse nun langsam aus dem Sand und dem Meer wiedererstehen. Die Funde vor der Küste Dwarkas und auf Bet Dwarka haben eine tiefgreifende und oft hitzige Debatte in der akademischen Welt entfacht. Die Fronten verlaufen dabei nicht immer klar, aber im Grunde lassen sich zwei Hauptströmungen erkennen. Auf der einen Seite stehen jene Gelehrten, die die Erzählung von Dwarka primär als Mythos betrachten. Für sie ist die Stadt ein literarisches Konstrukt, ein Symbol für ein goldenes Zeitalter, eine moralische Allegorie über Aufstieg und Fall, über Dharma und Adharma. Sie argumentieren, dass die Datierung der Ereignisse des Mahabharata höchst unsicher ist und dass der Versuch, eine direkte Übereinstimmung zwischen einem epischen Text und archäologischen Funden zu erzwingen, methodisch problematisch sei. Die gefundenen Ruinen, so ihre These, gehören zu einer wichtigen bronzezeitlichen Hafenstadt, vielleicht aus der späten Harappa-Phase, deren Existenz aber nicht zwangsläufig die historische Realität von Krishna oder der im Epos beschriebenen Stadt beweist. Die Geschichte der Überflutung könnte eine nachträgliche, aitiologische Erzählung sein. Eine Erklärung, die sich die Menschen später für das Verschwinden der Ruinen gaben. Auf der anderen Seite stehen Forscher wie der Pionier der indischen Meeresarchäologie, S.R. Rao. Sie sind die Verfechter der historischen Kontinuität. Für sie sind die Übereinstimmungen zwischen den Textbeschreibungen und den Unterwasserfunden zu zahlreich und zu spezifisch, um reiner Zufall zu sein. Die geplante Stadtanlage, die massiven Mauern, der geschäftige Hafen, die Zerstörung durch das Meer, all das, so argumentieren sie, deutet auf einen wahren historischen Kern hin, der über Jahrtausende in mythischer Form überliefert wurde. Sie sehen die Archäologie nicht als Versuch, den Mythos zu beweisen, sondern als Werkzeug, um die historische und kulturelle Realität freizulegen, die den Mythos inspirierte. Zwischen diesen beiden Polen gibt es ein breites Spektrum an Meinungen. Viele Historiker und Archäologen nehmen eine vorsichtige Mittelposition ein. Sie erkennen die Bedeutung der Funde an und bestätigen die Existenz einer bedeutenden, untergegangenen Küstenkultur. Gleichzeitig warnen sie vor voreiligen Schlüssen und betonen die Notwendigkeit weiterer, rigoroser wissenschaftlicher Untersuchung. Die Debatte ist also weit mehr als ein Streit um alte Steine. Es ist eine fundamentale Auseinandersetzung über das Wesen von Geschichte und Mythos, über das Gedächtnis einer Kultur und darüber, wie wir die Echos einer fernen Vergangenheit in der Gegenwart interpretieren. Die versunkene Stadt wird so zu einem Spiegel, in dem sich unsere eigenen Vorstellungen von Wahrheit
und Legende reflektieren. Die Erzählung von Dwarkas Untergang ist dramatisch und von göttlichem Wirken durchdrungen. Doch was, wenn die Ursache für das Verschwinden der Stadt weniger im Zorn der Götter als in den unaufhaltsamen Kräften der Natur zu finden ist? Hier betritt die Paläoklimatologie die Bühne, die Wissenschaft vom Klima der Erdvergangenheit. Sie bietet einen nüchternen, aber nicht minder eindrucksvollen Erklärungsrahmen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Küstenlinien unseres Planeten keine statischen Linien auf einer Karte sind. Sie sind dynamisch und verändern sich über geologische Zeiträume hinweg dramatisch. Am Ende der letzten großen Eiszeit, vor etwa 20.000 Jahren, waren gewaltige Mengen Wasser in den kontinentalen Eisschilden gebunden. Der globale Meeresspiegel lag bis zu 120 Meter tiefer als heute. Die Küste von Gujarat reichte damals weit in das heutige Arabische Meer hinaus. Als die Erde sich erwärmte und die Eisschilde schmolzen, begann ein Prozess, der als Holozäne Meerestransgression bekannt ist, ein globaler Anstieg des Meeresspiegels. Dieser Anstieg verlief nicht gleichmäßig. Es gab Phasen schnelleren und langsameren Anstiegs, die oft mit plötzlichen Schmelzwasserpulsen aus Nordamerika und Eurasien zusammenhingen. Für eine bronzezeitliche Zivilisation, die an der Küste siedelte, wären diese Veränderungen katastrophal gewesen. Eine Stadt, die über Generationen an einem sicheren Ort erbaut wurde, könnte innerhalb weniger Jahrzehnte von der unerbittlichen See bedroht werden. Geologische Studien der Küste von Saurashtra, der Halbinsel, auf der Dwarka liegt, bestätigen diese Dynamik. Bohrkerne aus dem Meeresboden und Sedimentanalysen zeichnen ein klares Bild von einer sich zurückziehenden Küstenlinie während des mittleren und späten Holozäns. Ein rapider Meeresspiegelanstieg, vielleicht verstärkt durch lokale tektonische Absenkungen oder einen Tsunami, bietet eine vollkommen plausible wissenschaftliche Erklärung für die Überflutung einer Küstenstadt genau in dem Zeitfenster, in dem die späte Harappa-Kultur florierte. Die Legende von der See, die sich ihr Land zurückfordert, verliert dadurch nichts von ihrer poetischen Kraft. Im Gegenteil, sie wird zu einem Zeugnis menschlicher Beobachtungsgabe, zu einer in mythische Sprache gekleideten Erinnerung an eine reale Umweltkatastrophe. Das Meer, das in der Erzählung dem Befehl Krishnas gehorcht, um Platz für die Stadt zu machen, und sie sich am Ende wieder zurückholt, wird so zu einer Personifizierung der gewaltigen, unpersönlichen Kräfte des Klimawandels. Die Geschichte von Dwarka ist somit auch eine zeitlose Warnung vor der vergänglichen Natur menschlicher Siedlungen an den Rändern der Ozeane. Die Vorstellung einer ganzen Stadt, die von den Wellen verschluckt wird, mag wie ein reines Fantasiegebilde klingen. Doch die Geschichte von Dwarka ist kein Einzelfall in den Annalen der Archäologie. Überall auf der Welt finden sich Spuren von Siedlungen, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Diese Parallelen helfen uns, die Ereignisse in Gujarat in einen globalen Kontext zu stellen und zu verstehen, dass der Kampf des Menschen gegen das Meer ein universelles Thema ist. Denken wir an Thonis Herakleion in Ägypten, einst der wichtigste Handelshafen des Landes am Mittelmeer, ein Tor zur Welt für die Pharaonen, verschwand die Stadt im 8. Jahrhundert nach Christus spurlos. Über Jahrhunderte galt sie als Legende, erwähnt nur bei antiken griechischen Historikern wie Herodot. Erst im Jahr 2000 wurde sie von dem Unterwasserarchäologen Franck Goddiot in der Bucht von Abukir wiederentdeckt. Kolossale Statuen, Tempel, Schiffe und unzählige Artefakte lagen im Schlick des Meeresbodens begraben. Eine ganze Welt konserviert unter Wasser.
Die Ursache für ihren Untergang war wahrscheinlich eine Kombination aus Erdbeben und der Verflüssigung des instabilen Sediments, auf dem die Stadt erbaut war. Oder blicken wir nach Griechenland, zur ältesten bekannten versunkenen Stadt der Welt, Pavlopetri. Vor der Küste Lakoniens liegen die Überreste einer bronzezeitlichen Metropole, die etwa um 1000 vor Christus unterging. Das Erstaunliche an Pavlopetri ist der Erhaltungsgrad. Straßen, Gebäude, Innenhöfe und sogar Gräber sind auf dem Meeresboden noch klar zu erkennen. Man kann quasi durch die Gassen einer 5000 Jahre alten Stadt tauchen. Auch hier war es wohl die Tektonik, die das Land absinken und das Meer eindringen ließ. Diese Beispiele, und es gibt noch weitere, wie die versunkenen Teile von Port Royal in Jamaika oder die prähistorischen Siedlungen vor der Küste Israels, zeigen uns, dass die Überflutung von Küstenstädten ein wiederkehrendes Phänomen der Menschheitsgeschichte ist. Sie sind das Ergebnis des komplexen Zusammenspiels von Geologie, Klimawandel und menschlicher Siedlungstätigkeit. Die Erzählung von Dwarka, ob nun mythisch überhöht oder nicht, fügt sich nahtlos in dieses globale Mosaik ein. Sie ist die indische Ausprägung einer universellen menschlichen Erfahrung, der Ehrfurcht und der Furcht vor der unbezwingbaren Macht des Ozeans und der tiefen Trauer über den Verlust eines Zuhauses, eines goldenen Zeitalters, das nur noch in der Erinnerung und in den Legenden weiterlebt. Wenn wir uns nun den eigentlichen Funden unter den Wellen zuwenden, entfaltet sich ein Bild, das sowohl faszinierend als auch voller Fragen ist. Die Berichte von S.R. Raus Team und nachfolgenden Expeditionen malen das Porträt einer Siedlung von beachtlicher Größe und, was noch wichtiger ist, von beachtlicher Organisation. Die Sonaraufnahmen und die direkten Beobachtungen der Taucher deuten auf Strukturen hin, die nicht zufällig entstanden sein können. Sie sprechen von geraden Linien, von rechten Winkeln, von massiven Steinblöcken, die in einer Weise angeordnet sind, die auf menschliche Absicht schließen lässt. Man beschreibt ein Muster, das an ein städtisches Raster erinnert, mit breiten Wegen oder Straßen, die von Gebäudefundamenten flankiert werden. Es ist dieses Element der Planung, das die Archäologen am meisten elektrisiert. Eine Ansammlung von zufällig ins Meer gestürzten Felsen würde ein chaotisches Trümmerfeld hinterlassen. Was hier jedoch beschrieben wird, ist etwas anderes. Ein System. Die Archäologen identifizierten massive Bastionen, möglicherweise Teil einer Befestigungsmauer, die die Stadt vor den Angriffen des Meeres oder menschlicher Feinde schützen sollte. Sie fanden große, halbmondförmige Steinstrukturen, die als Anker interpretiert wurden. Ein klarer Hinweis auf rege maritime Aktivität. Die Fundamente von dem, was öffentliche Gebäude oder große Wohnhäuser gewesen sein könnten, erstrecken sich über weite Flächen. Die gesamte Anlage scheint sich entlang eines alten Flussbettes des Gomati-Flusses auszudehnen, was strategisch sinnvoll wäre, da es Zugang zu Süßwasser und einen geschützten Hafen geboten hätte. Die schiere Größe der Steinblöcke, die hier verwendet wurden, ist bemerkenswert. Sie zeugen von fortgeschrittenen Kenntnissen in der Steinbearbeitung und im Bauwesen. Dies war keine primitive Ansammlung von Hütten. Wenn die Interpretationen korrekt sind, haben wir es hier mit den Überresten einer sorgfältig geplanten und stark befestigten Hafenstadt aus der späten Bronzezeit zu tun. Eine Stadt, die entworfen wurde, um zu bestehen, um Handel zu treiben und um ihre Bewohner zu schützen. Die Frage ist nicht nur, ob dies eine Stadt war, sondern welche Art von Gesellschaft eine solche Planung
und Ingenieursleistung hervorbringen konnte. Die stummen Steine auf dem Meeresgrund erzählen eine Geschichte von Ordnung und Absicht, ein leises Echo einer verlorenen Metropole. Eine Ruine existiert selten im luftleeren Raum. Um die Bedeutung von Dwarka wirklich zu verstehen, müssen wir sie in den größeren Teppich der antiken Welt einweben. Und hier wird die Geschichte besonders greifbar, denn die Artefakte, die aus den Fluten geborgen wurden, sprechen eine klare Sprache. Sie verbinden die versunkene Stätte direkt mit einer der größten Zivilisationen der Bronzezeit, der Induskultur, auch bekannt als Harappa-Zivilisation. Unter den Funden sticht einer besonders hervor: ein kleines Siegel aus Muschelschale. Darauf abgebildet ist ein Fabelwesen mit 3 Köpfen, dem eines Stiers, eines Einhorns und einer Ziege. Dieses Motiv ist nicht einzigartig. Es ist ein ikonisches Symbol, das an wichtigen Harappa-Städten wie Mohenjo-Daro und Kalibangan gefunden wurde. Ein solches Siegel war mehr als nur Dekoration. Es war ein Zeichen von Autorität, von Handel, von Identität. Sein Fund in Dwarka ist ein archäologischer Händedruck über die Jahrtausende hinweg. Er platziert die Bewohner dieser Stadt fest in der kulturellen Sphäre der späten Harappa-Periode. Auch die Keramik erzählt eine ähnliche Geschichte. Die Scherben, die man fand, gehören zu einem Stil, der als Lustrous Red Ware bekannt ist. Eine glänzende rote Keramik, die charakteristisch für die Zeit nach dem Höhepunkt der Induskultur in dieser Region ist, etwa zwischen 1700 und 1400 v. Chr. Diese Keramik findet sich auch in anderen Siedlungen in Gujarat, wie zum Beispiel in Lothal, der berühmten Hafenstadt der Harappa-Kultur. Diese Verbindungen sind von unschätzbarem Wert. Sie holen Dwarka aus dem Reich des reinen Mythos und verankern es in einer belegten historischen Epoche. Die Stadt war kein isoliertes Wunder, sondern Teil eines weitreichenden Netzwerks von Handel und kulturellem Austausch, das sich über Tausende von Kilometern erstreckte. Die Menschen von Dwarka teilten Symbole, Technologien und wahrscheinlich auch Glaubensvorstellungen mit den anderen Völkern der späten Bronzezeit Indiens. Sie waren die Erben der großen urbanen Tradition der Indus-Zivilisation und führten deren Vermächtnis in einer neuen Ära fort. Die Funde deuten darauf hin, dass Dwarka möglicherweise ein wichtiges maritimes Zentrum in dieser post-harappanischen Welt war, ein Tor zum Meer für die Königreiche des Binnenlandes. Das Harappa-Erbe ist der Schlüssel, der uns erlaubt, die versunkene Stadt nicht als Legende, sondern als ein verlorenes Kapitel der realen Menschheitsgeschichte zu lesen. Bei aller Faszination, die von den Ruinen Dwarkas ausgeht, gebietet die intellektuelle Redlichkeit, einen Schritt zurückzutreten und die Herausforderungen zu würdigen, vor denen die Forschung steht. Die Unterwasserarchäologie ist eine der schwierigsten Disziplinen der Geschichtswissenschaft. Das Meer ist ein unversöhnlicher Archivar. Es bewahrt zwar manches, doch es verbirgt und zerstört auch. Die Bedingungen im Golf von Khambhat sind extrem. Starke Gezeitenströmungen, die zu den stärksten der Welt gehören, wirbeln ständig Sedimente auf und schränken die Sicht der Taucher oft auf wenige Zentimeter ein. Dies macht eine systematische Kartierung und Ausgrabung zu einer Herkulesaufgabe. Was an Land ein sorgfältig freigelegtes Raster von Fundamenten ist, kann unter Wasser ein chaotisches Feld von Steinen sein, die von den Strömungen über Jahrtausende hinweg verlagert wurden. Marine Organismen überziehen die Oberflächen mit einer dicken Kruste, die Details verdeckt und die Identifizierung von Werkzeugspuren oder Inschriften nahezu unmöglich macht. Die große Frage, die über vielen Interpretationen schwebt,
ist daher: Sehen wir die Überreste einer geplanten Stadt oder sehen wir natürliche Felsformationen, die von Menschenhand, allenfalls, modifiziert wurden? Kritiker von Raos weitreichenden Schlussfolgerungen weisen darauf hin, dass einige der als Mauern identifizierten Strukturen auch geologischen Ursprungs sein könnten. Die Datierung ist ein weiteres kritisches Problem. An Land können Archäologen Schicht für Schicht abtragen und so eine klare Chronologie erstellen. Unter Wasser ist diese Stratigraphie durch die ständige Bewegung des Meeresbodens oft zerstört. Während organische Materialien wie Holz mittels Radiokarbonmethode datiert werden können, überdauern sie im Salzwasser nur selten. Die Datierung von Keramik mittels Thermolumineszenz ist eine Möglichkeit, erfordert aber die Bergung intakter Proben unter schwierigsten Bedingungen. Wir müssen also eine wichtige Unterscheidung treffen zwischen dem, was wir mit Sicherheit wissen, und dem, was wir auf der Grundlage der verfügbaren, aber lückenhaften Beweise vermuten. Wir wissen, dass es unter Wasser von Menschenhand bearbeitete Steine und Artefakte aus der späten Bronzezeit gibt. Wir wissen, dass diese Funde auf eine bedeutende Siedlung hindeuten. Ob diese Siedlung jedoch die prächtige, goldene Metropole des Mahabharata war, mit all ihren beschriebenen Palästen und Toren, bleibt eine Interpretation, eine plausible, eine faszinierende, aber eben eine Interpretation, die an den Grenzen dessen operiert, was die Wissenschaft derzeit beweisen kann. Wo immer große Mysterien der Vergangenheit lauern, gedeihen auch Spekulationen, die weit über die Grenzen der wissenschaftlichen Methodik hinausgehen. Dwarka ist hier keine Ausnahme. Die epische Beschreibung der Stadt, ihr plötzlicher Untergang und die realen versunkenen Ruinen bilden einen fruchtbaren Boden für Theorien über verlorene Superzivilisationen, außerirdische Technologien oder mythische Fluggeräte, die sogenannten Vimanas. Es ist verständlich, warum diese Ideen so anziehend wirken. Sie bieten einfache, aber spektakuläre Antworten auf komplexe Fragen und appellieren an unseren Wunsch, die Vergangenheit als noch wundersamer zu sehen, als sie es ohnehin schon war. Doch als Historiker ist es unsere Aufgabe, die Evidenz zu prüfen und die Erzählung von der Fantasie zu trennen. Die pseudowissenschaftliche Deutung von Dwarka greift oft einzelne, aus dem Kontext gerissene Verse aus den Epen auf und interpretiert sie als buchstäbliche Beschreibungen fortschrittlicher Technologie. Doch sie ignoriert dabei konsequent die Gesamtheit der archäologischen Funde. Die Artefakte, die tatsächlich aus den Fluten vor Dwarka geborgen wurden, sind eindeutig Produkte ihrer Zeit. Wir finden Töpferwaren, Steinanker und Muschelsiegel. Wir finden keine Überreste von Laserwaffen, keine Spuren von Atomenergie und keine Fragmente von fortschrittlichen Metalllegierungen, die auf eine außerirdische oder hyperfortschrittliche Technologie hindeuten würden. Die Funde passen perfekt in das Bild einer hochentwickelten Kultur der Bronzezeit, nicht in das einer Science-Fiction-Zivilisation. Die Behauptung, Dwarka sei durch eine Art Energiewaffe zerstört worden, widerspricht der geologischen und literarischen Evidenz, die auf einen massiven Tsunami oder eine landschaftliche Absenkung hindeutet. Gewaltige, aber natürliche Ereignisse. Die wahre Magie von Dwarka liegt nicht in erfundenen Vimanas. Sie liegt in der realen Leistung seiner Erbauer. Eine Gesellschaft, die vor über 3000 Jahren in der Lage war, eine befestigte Hafenstadt zu errichten, komplexe Handelsnetzwerke über das Meer zu unterhalten und eine reiche, materielle und spirituelle Kultur zu schaffen, ist unendlich viel faszinierender als jede Fantasie von Außerirdischen.
Indem wir uns auf Pseudowissenschaft konzentrieren, entwerten wir die tatsächlichen Errungenschaften unserer Vorfahren. Wir ersetzen ihre beeindruckende menschliche Genialität durch einen externen, übernatürlichen Eingriff. Die wahre Suche nach Dwarka ist eine archäologische und historische, keine ufologische. Sie erfordert Geduld, Sorgfalt und den Respekt vor den Fakten, so unvollständig sie auch sein mögen. Während die Archäologen im Dunkel der Tiefe nach steinernen Zeugen suchen, pulsiert an der Oberfläche eine ungebrochene, lebendige Tradition. Die Legende von Dwarka ist kein kaltes Relikt der Vergangenheit. Sie ist das schlagende Herz einer der heiligsten Stätten des modernen Hinduismus. Die heutige Stadt Dwarka, an der Spitze der Halbinsel Saurashtra gelegen, ist ein Ort, an dem Mythos und Gegenwart in einer Weise verschmelzen, die für den westlichen Betrachter oft schwer zu fassen ist. Im Zentrum steht der majestätische Dwarkadish-Tempel, ein architektonisches Meisterwerk, dessen Fahne 5-mal am Tag in einer feierlichen Zeremonie gewechselt wird. Für Millionen von Pilgern ist dies nicht nur ein Tempel. Es ist der buchstäbliche Wohnsitz Krishnas auf Erden, der Palast, der an der Stelle des antiken Originals errichtet wurde. Dwarka ist einer der 4 heiligsten Pilgerorte des Hinduismus, die Chardham, die jeder gläubige Hindu einmal im Leben besuchen sollte. Wenn man die Stufen zum Tempel hinabsteigt oder am Ufer des Gomti-Flusses steht, wo er ins Arabische Meer mündet, spürt man eine Atmosphäre, die von Jahrtausenden des Glaubens durchdrungen ist. Die Gesänge, die Gebete, der Duft von Weihrauch und Blumen, all das ist eine direkte Fortsetzung der in den Puranas und im Mahabharata beschriebenen Verehrung. Für die Gläubigen sind die archäologischen Funde unter Wasser keine Überraschung. Sie sind vielmehr eine Bestätigung dessen, was ihre Schriften seit jeher lehren. Die Steine, die aus dem Meer geborgen werden, sind für sie nicht nur Artefakte, sondern heilige Reliquien, physische Beweise für die göttliche Geschichte ihres Herrn. Die Debatte über Datierungen und kulturelle Zuordnungen ist für sie zweitrangig gegenüber der spirituellen Wahrheit, die der Ort verkörpert. Hier wird die Vergangenheit nicht rekonstruiert, sie wird gelebt. Die versunkene Stadt ist keine verlorene Welt, sondern eine verborgene Dimension, die durch Rituale und Glauben zugänglich bleibt. Dwarka lehrt uns, dass eine Legende nicht sterben muss, um alt zu sein. Sie kann atmen, wachsen und Millionen von Menschen inspirieren, lange nachdem ihre steinernen Fundamente vom Meer verschluckt wurden. Jenseits der massiven Steinblöcke und der geheimnisvollen Strukturen sind es oft die kleinsten Funde, die die größten Rätsel aufgeben und die aufregendsten Möglichkeiten eröffnen. Unter den aus den Tiefen vor Dwarka geborgenen Artefakten befinden sich einige unscheinbare, aber ungemein wichtige Objekte. Siegel. Insbesondere ein von S.R. Raos Team entdecktes Siegel aus Muschelschale hat die Fantasie von Archäologen und Historikern beflügelt. Es zeigt eine Gravur eines dreiköpfigen Tieres, möglicherweise ein Kompositum aus Stier, Einhorn und Ziege und, was noch wichtiger ist, eine kurze Inschrift in einer unbekannten Schrift. Diese Schriftzeichen ähneln stark denen der Induskultur, auch bekannt als Harappa-Kultur, einer der ältesten Zivilisationen der Welt, deren Schriftsystem bis heute unentziffert ist. Dieser Fund ist eine Bombe mit verzögerter Zündung. Er wirft fundamentale Fragen auf. Handelt es sich hier um ein spätes Relikt der Harappa-Kultur, das beweist, dass ihre Traditionen viel länger überlebten als bisher angenommen?
Oder ist es eine eigenständige, aber verwandte Schrift, die sich in dieser Küstenregion entwickelt hat? Die Parallelen sind unübersehbar, aber die wenigen Zeichen auf dem Siegel reichen nicht aus, um eine endgültige Verbindung herzustellen oder gar eine Entzifferung zu versuchen. Ein unentziffertes Schriftsystem ist die ultimative Barriere zur Vergangenheit. Es ist eine Stimme, die wir sehen, aber nicht hören können. Wir können die Form der Zeichen analysieren, ihre Häufigkeit zählen und sie mit anderen bekannten Schriften vergleichen, aber ihre Bedeutung bleibt uns verschlossen. Wer waren die Menschen, die dieses Siegel benutzten? Diente es dem Handel, der Verwaltung oder einem religiösen Zweck? War es ein Amulett oder ein Eigentumsnachweis? Das Siegel von Dwarka ist wie eine versiegelte Flaschenpost aus einer versunkenen Welt. Es enthält eine Botschaft, die direkt an uns gerichtet zu sein scheint, deren Code wir aber noch nicht geknackt haben. Es erinnert uns daran, dass Archäologie nicht nur das Ausgraben von Dingen ist, sondern der Versuch, die stummen Zeugen der Geschichte wieder zum Sprechen zu bringen. Und manchmal, wie im Fall von Dwarka, flüstern sie in einer Sprache, die wir erst noch lernen müssen. Die Pionierarbeit von S.R. Rao und späteren Expeditionen war von Mut und Entschlossenheit geprägt, aber sie war auch durch die Technologie ihrer Zeit begrenzt. Taucher, die in den trüben, strömungsreichen Gewässern arbeiteten, konnten nur kleine Bereiche systematisch untersuchen. Heute, Jahrzehnte später, stehen wir an der Schwelle zu einer neuen Ära der Unterwasserarchäologie, die das Potenzial hat, die Geheimnisse von Dwarka endgültig zu lüften. Die Zukunft der Erforschung liegt nicht mehr allein in den Händen von Tauchern, sondern in den Sensoren und Algorithmen fortschrittlichster Technologie. Moderne Forschungsschiffe können mit Fächerecholoten und Sedimentecholoten den Meeresboden in einer bisher unerreichten Auflösung kartieren. Diese Instrumente senden Schallwellen aus und erzeugen aus den Echos detaillierte dreidimensionale Bilder von allem, was auf und sogar unter dem Meeresboden verborgen liegt. Ganze Stadtpläne könnten so enthüllt werden, ohne auch nur ein einziges Sandkorn zu bewegen. Autonome Unterwasserfahrzeuge und ferngesteuerte Roboter, ausgestattet mit hochauflösenden Kameras und Laserscannern, können monatelang systematisch riesige Gebiete absuchen. Sie können in Tiefen vordringen und unter Bedingungen arbeiten, die für Menschen zu gefährlich wären. Diese Roboterarchäologen können nicht nur Strukturen finden, sondern auch fotogrammetrische Modelle erstellen, die es uns ermöglichen, die Ruinen virtuell an Land zu erkunden. Darüber hinaus revolutionieren neue Datierungsmethoden wie die optisch stimulierte Lumineszenz die Altersbestimmung von Sedimenten und Keramik. In Kombination mit präziser Paläoklimatologie und geologischen Bohrungen können Wissenschaftler die Geschichte des Meeresspiegelanstiegs in dieser Region exakt rekonstruieren. Wir könnten den genauen Zeitpunkt bestimmen, an dem das Meer die antike Küstenlinie überflutete. Die Suche nach Dwarka verwandelt sich von einer Nadel-im-Heuhaufen-Suche zu einer systematischen, datengesteuerten Untersuchung. Die Technologie verspricht, den Schleier zu lüften, der über den Ruinen liegt, und uns endlich ein klares Bild dessen zu geben, was wirklich unter den Wellen des Arabischen Meeres schlummert. Am Ende unserer langen Reise durch die Tiefen des Meeres und die Seiten alter Epen stehen wir vor einer großen Synthese. Was ist Dwarka? Ist es die goldene Stadt eines Gottes, die durch einen Fluch im Meer versank? Ist es ein bronzezeitlicher Hafen der Induskultur, dessen Untergang zur Keimzelle einer Legende wurde?
Oder ist es eine Fata Morgana der Geschichte, ein Phantom, das aus dem Wunsch geboren wurde, dem Mythos eine materielle Grundlage zu geben? Die wahrscheinlichste Antwort liegt, wie so oft, in der komplexen Überschneidung all dieser Möglichkeiten. Dwarka ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl als auch. Es lehrt uns, dass Mythos und Geschichte keine Gegensätze sein müssen, sondern zwei verschiedene Sprachen, um dieselbe Wahrheit zu erzählen. Die Wahrheit über Verlust, Erinnerung und die Widerstandsfähigkeit der menschlichen Kultur. Stellen wir uns eine blühende Hafenstadt an der Küste von Gujarat vor, vielleicht vor 3.500 oder 4.000 Jahren, eine Stadt, die Handel trieb, deren Bewohner Siegel benutzten und die in ständiger Auseinandersetzung mit dem Meer lebte. Dann geschah die Katastrophe. Ein Tsunami, ein plötzlicher Anstieg des Meeresspiegels oder die langsame, unaufhaltsame Erosion der Küste? Die Stadt ging unter. Ein solch traumatisches Ereignis brennt sich in das kollektive Gedächtnis eines Volkes ein. Über Generationen wird die Geschichte weitererzählt, ausgeschmückt, mit Bedeutung aufgeladen. Die verlorene Stadt wird zum Symbol, ihr letzter Herrscher zu einer göttlichen Figur, ihr Untergang zu einer moralischen Lektion. Die historische Erinnerung an eine überflutete Stadt wird zum Mythos von Dwarka. Das Meer ist dabei sowohl Zerstörer als auch Bewahrer. Es nahm das Leben und die Mauern der Stadt, aber es schützte ihre Überreste auch vor den Stürmen der Zeit, die an Land alles dem Erdboden gleichgemacht hätten. Unter seiner schützenden Decke aus Wasser und Sediment bewahrte es die steinernen Echos der Vergangenheit. Die Suche nach Dwarka ist daher mehr als nur Archäologie. Es ist eine Reise in das Wesen der menschlichen Erinnerung. Sie zeigt uns, wie wir Katastrophen verarbeiten, wie wir unseren Helden und Göttern eine Heimat geben und wie eine Geschichte über Jahrtausende hinweg überleben kann, indem sie sich von einem Augenzeugenbericht in ein heiliges Epos verwandelt. Dwarka ist der Punkt, an dem der Ozean der Geschichte und der Ozean des Glaubens ineinander fließen.